Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kinospaziergang. Heute möchte ich etwas erzählen über die Kodak Retina. Kodak Retina 2 Typ 150, gebaut 1939. Die Firma, richtig korrekt ausgesprochen, heißt Kodak Aktiengesellschaft Dr. August Nagel Werke Stuttgart. Gleich vorweg, in große Kampagnen damals hat die Firma Kodak bzw. Dr. August Nagel festgelegt, wie man die Kamera anspricht. Retina ist die Netzhaut und Netzhaut ist ein Teil des Auges. Beide Wörter werden mit der ersten Silbe betont, das heißt Netzhaut und Auge. Also, so hat auch Kodak vorgeschlagen, Retina auszusprechen. Und das war bitte wirklich eine große Kampagnengeschichte. Aber zurück zu unserer Kamera. Der Dr. August Nagel ist bekannt von Nähtelfabrik, Zeiss-Ikon, als Mitinhaber und Generaldirektor, hat das wieder verlassen. Er war 2 Jahre wie seine Fabrik, bis endlich dann in den 30er Jahren Kodak übernommen hat. Und so konnte er seinen Traum. Sein größter Wunsch war immer, eine Kamera zu bauen, klein, handlich, für hohe Erwartungen, aber günstig im Preis. Und das war eben diese Retina, Retinetten und so weiter. Diese Kamera hier ist eine leistungsfähige Kamera für 24 x 36 mm Film. Die Kamera ist eine Sprengkonstruktion und hat ein Xenar-Objektiv, natürlich, 50 mm und ist eigentlich für 24 x 36 Kleinbildfilm. Der Verschluss ist ein 500stel Sekunde, also für die damalige Zeit relativ schnell. Und die Kamera hat natürlich auch eine Zubehörschuh für Blitzgeräte oder Rahmensucher und so weiter. Aus dieser Kamera gab natürlich auch eine Weiterentwicklung und ist in 3 Varianten aufgelegt und die Gesamtproduktionszahl war 71.000 Stück. Die Kamera ist sehr kompakt und vor allem liefert sehr gute Ergebnisse. Üblich zu dieser Zeit waren natürlich auch die Handbelichtungsmesser. Hier haben wir eine Excelsior Belichtungsmesser von den Kiesewetter Werke. Kiesewetter war die erste Messgerätefabrik Deutschlands, gegründet 1908. Das ist eigentlich die Retina 2, aber diese Kamera hat auch eine besondere Geschichte. Die Kamera habe ich geschenkt bekommen von einem Schuldirektor. Und diese Kamera war die Familienkamera. Der Vater, praktischer Arzt, war sehr stolz auf seine Kamera. Sie hat immer noch 235 Reichsmark gekostet. Die Kamera, ohne Tasche, ohne Belichtungsmesser oder ohne etwas. Die Familie besaß auch eine Almhütte. Und logischerweise bei jedem Ausflug, bei jedem Hundstreiben, kann man sagen, war die Kamera dabei. Der Herr Sohn, ohne das Wissen vom Vater, nahm die Kamera
für eine Silvesterfeier auf die Hochalm. Ist gefeiert und dann nach den Feiertagen wieder alles zusammengepackt, als sie nach Hause kamen, die Kamera fehlte. Der Herr Sohn meinte, ja, die Kamera ist auf die Alm oben geblieben. Wenn wir wieder holen zu Ostern. 3-4 Monate später, die Gruppe marschiert wieder hinauf auf die Hochalm. Inzwischen liegt ein halber Meter Schnee. Plötzlich auf einer Ebene wie eine Krater, aber Mitte drinnen liegt etwas Schwarzes, lag diese Kamera. Man möchte es nicht glauben, sie war 3 oder 4 Monate im Schnee gelegen. Die Bilder waren in Ordnung und die Kamera ist einfach geputzt und funktioniert heute noch. Das spricht wieder mal für diese Qualität von diesen Retina-Kameras von Dr. August Nagel. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.